All right, let's turn our attention to the scripture that we'll be reading and contemplating about. Lasst uns unsere Aufmerksamkeit auf die Schrift legen, über die wir heute reden werden. Which is Mark chapter 11, verses 12. Und zwar Markus Kapitel 11 ab Vers 12. Until verse 23. Bis Vers 23. We'll read it only in German to save some time. Okay, wir lesen es auf Deutsch. Und als sie am folgenden Tage von Bethanien weggegangen waren, hungerte ihn. Und er sah von Weitem einen Feigenbaum, der Blätter hatte, und er ging hin, ob er wohl etwas an ihm fände. Und als er zu ihm kam, fand er nichts als Blätter, denn es war nicht die Zeit der Feigen. Und er begann und sprach zu ihm: Nie mehr in Ewigkeit soll jemand Frucht von dir essen. Und seine Jünger hörten es. Und sie kommen nach Jerusalem. Und er trat in den Tempel und begann, die hinauszutreiben, die im Tempel verkauften und kauften. Und die Tische der Wechsler und die Sitze der Taubenverkäufer stieß er um. Und er erlaubte nicht, dass jemand ein Gerät durch den Tempel trug. Und er lehrte und sprach zu ihnen: Steht nicht geschrieben, mein Haus wird ein Bethaus genannt werden für alle Nationen, ihr aber habt es zu einer Räuberhöhle gemacht. Und die hohen Priester und die Schriftgelehrten hörten es und suchten, wie sie ihn umbringen könnten. Sie fürchteten ihn nämlich, denn die ganze Volksmenge geriet außer sich und über seine Lehre. Und wenn es Abend wurde, gingen sie zur Stadt hinaus. Und als sie frühmorgens vorbeigingen, sahen sie den Feigenbaum verdorrt von den Wurzeln an. Und Petrus erinnerte sich und spricht zu ihm: Rabbi, siehe, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Und Jesus antwortete ihm und spricht zu ihm: Habt Glauben an Gott. Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg sagen wird, hebe dich empor und wirf dich ins Meer, und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, dass es geschieht, was er sagt, dann wird es geschehen. This is an interesting passage for many reasons. Das ist eine interessante Stelle aus vielen Gründen. Wird immer besser. Demontiert hier das da. Rock'n'Roll, ja. Ich stelle es dir in Rechnung, okay? Es gibt den Lastschriftverfahren. Super, alles mal einfach weg. Sehr gut, aber können wir es ein bisschen höher stellen? Nee, geht leider nicht. Das geht nicht. Aber du kannst in die Knie gehen, wenn du willst. Dann werde ich Rückenschmerzen. Ein bisschen demütig und Knie, das geht. Okay. This is an interesting passage for many reasons. Aus vielerlei Gründen ist das eine interessante Textstelle. And I'll try to unfold the meanings of that text. Und ich werde versuchen, das vor euch auszubreiten. The most striking thing that is around the text is that Jesus is cursing a tree. Das, was am meisten so ins Auge fällt, ist, dass Jesus einen Baum verflucht. And the tree withers. The tree withers. Okay, und der Baum verdorrt. In the Gospel of Matthew, it says that it withers in the very same moment in which the tree is being cursed. Im Matthäus-Evangelium steht, dass dieser Feigenbaum in exakt demselben Moment verdorrt. It withers to the root in front of the eyes of the disciples. Bis zur Wurzel verdorrt er vor den Augen der Apostel. You know, the Gospel of Mark starts with one grand miracle of healing and forgiveness of sins. Das Markus-Evangelium beginnt mit einem großen Wunder. It's right there in the first chapters of the Gospel. Steht in den ersten Kapiteln des Where we have Evangeliums. 4 people who destroy a roof of a house to put down their friend in front of Jesus. Ja, wo mehrere Leute eigentlich ein Dach entdecken, heißt das entdecken? Abdecken, ja, um einen Kranken praktisch durch die Decke This ins man Haus. has been a paralytic who has not been moving for years. Dieser Mann war gelähmt, viele Jahre gelähmt und konnte It sich could nicht be he was bewegen. born like that and he never knew what it is to move around like normal people do. Es kann sein, dass er so geboren wurde und nie erfahren hatte, wie es überhaupt war zu And laufen. so Jesus sees the faith of these people Und Jesus sieht dort den Glauben dieser and he Menschen. addresses the man who was laying there.
und spricht diesen Menschen an, der And he dort says, liegt. son, your sins are forgiven. Und er spricht zu ihm und sagt, Sohn, deine Sünden sind vergeben. Take your mat and go home. Nimm deine Bahre und geh nach Hause. Now this man was a withered tree. Dieser Mann, der war ein verdorrter Feigenbaum. His skin stuck to his bones. Seine Haut, die klebte praktisch an seinen He had Knochen. no muscles to help him move around. Er hatte keine Muskeln mehr, damit, um überhaupt zu laufen. And now Jesus is blessing that man Und Jesus segnet diesen and Menschen, gives him a new life gibt ihm neues Leben, that is not only a new physical life, das nicht nur ein neues körperliches Leben ist, but a life with a sense of divine forgiveness that is granted. sondern ein Leben mit einem Sinn für göttliche Vergebung, die A divine forgiveness that is granted. Die ihm gewährt wird. Of course, the amazement of all the people around was not only because of the miraculous healing, Die Menschen um ihn herum, die waren nicht nur da, weil Jesus so große Wunder getan hatte, but because the healing takes place within the context of divine forgiveness. sondern weil diese Heilung stattfindet im Kontext der göttlichen Vergebung. And people who are knowledgeable, they got this dimension. Und, Right away. und people who are knowledgeable. die verständigen Menschen, die haben das sofort Now, I verstanden. think Judaism was circled around forgiveness taking place in the temple. Der Judaismus, der drehte sich nur darum, oder hauptsächlich darum, dass Vergebung im Tempel geschah. And God would never grant you forgiveness unless you offer the appropriate sacrifice that He demands for your sin. Und es konnte keine Vergebung geben, außer dass man eben das geeignete Opfer gab And für here- die entsprechende Sünde. And here Jesus, who is a man, Und hier obviously a man, sehen wir Jesus, einen Mann, He forgives sins der Sünden vergibt, outside of the temple außerhalb des Tempels, without the sacrifice. ohne Opfer. Now this is scandalizing. Das ist skandalös. And you have to understand that the scandal is so great that some people don't care about the miracle of healing. Die Empörung ist praktisch so groß, dass sich niemand mehr für diese wunderbare Heilung interessiert. You need to know that the life of the Jewish people circled very much around the temple. Ihr müsst dazu wissen, dass das jüdische Leben, das drehte sich doch sehr um den Hebrew faith is temple-centered faith. Hebräischer Glaube ist tempelzentrierter Glaube. Because think about this, the temple of the Jewish people was the body of God. Bedenkt, der Tempel war der Leib Gottes. This is where he was presented. He was present actually. Hier war er gegenwärtig. Whatever was taking place in the temple was an action of Yahweh who was dwelling in the Holy of Holies. Alles, was in diesem Tempel geschah durch Jahwe, der gegenwärtig war im Allerheiligsten. And the temple embodied the presence of God in the world. Und der Tempel verkörperte die Gegenwart Gottes in der Welt. Isaiah sees the Lord on high and lofty throne in chapter 6 of his book. Jesaja sieht den Herrn praktisch hoch erhoben auf seinem Thron im Himmel. And most of the people, like my translator, think that this is a heavenly vision. Und, genau. Und die meisten Leute, so wie seine Übersetzer auch, die glauben, dass das praktisch eine himmlische Vision ist. But actually, Isaiah sees the Lord sitting on the Ark of the Covenant. Aber Jesaja sieht tatsächlich den Herrn sitzen auf der Bundeslade. He is circled from the heavenly beings that are overarching the Ark of the Covenant. Er sieht praktisch auch diese ganzen himmlischen Geschöpfe um die Bundeslade herum. And he is on high and lofty throne because the Ark of the Covenant was placed on the highest place of the hill of Zion in the temple. Und er ist dort praktisch so weit oben, weil die Bundeslade oder das Allerheiligste war am höchsten Orte praktisch dieses Berges Zion. And when Isaiah sees the Lord on the throne, it says that his garments filled the temple. Und ja, Jesaja schreibt da praktisch, dass the garments of God. Yeah, okay. God's garments. Okay, dass praktisch Gottes They filled Gewand the temple. den ganzen Tempel ausfüllt. And it says that the foundation of the temple shook Und, from his presence. und dass das Fundament des Tempels bebte. So that was an earthquake in the temple of Jerusalem. Es gab also ein Erdbeben im Tempel Jerusalem. And that is obviously a temple vision. Und das ist sehr offensichtlich eine Tempelvision. And so the seraphim are crying, they're singing, Holy, holy, holy is the Lord
God Almighty. Und die Seraphim singen eben, heilig, heilig ist das Lamm Gottes. And it says, Ist His der- glory fills all the earth. Und seine Herrlichkeit füllt die ganze Erde. Now, Zion is the center of the world according to Jewish cosmology or understanding of the world. Gemäß der jüdischen oder des jüdischen Verständnisses ist Zion der Mittelpunkt der Erde. God has a throne in the center of the world and His presence spreads around from it. Gott hat einen Thron im Mittelpunkt der Erde, auf dem Mittelpunkt der Erde, und seine Gegenwart erfüllt die ganze Erde. Von dort So when aus. Abraham was called to come out of Babylon and go to the promised land, Als Abraham also gerufen wurde aus Babylon heraus, um ins gelobte Land zu he kommen, was called to come out of the periphery of the world and come to its very center. da wurde er praktisch aus, von den Rändern der Welt hergerufen in die Mitte der Welt. And he was promised a land where later on the temple of God will stand upon. Und ihm wurde ein Land versprochen, wo später eben der Tempel stehen würde. Because all the people, just like Abraham, all the nations of the world should stream and go to the very center of the world. Denn alle Nationen praktisch sollten dahin davon angezogen werden und eben zum Tempel Where ziehen, God's temple and throne is built upon the highest of all mountains, wo the eben Mount of Zion. der Tempel und der Thron Gottes auf dem höchsten Berg gebaut sind, also auf Zion. So let's go back to Mark. Gehen wir zurück zu Markus. We are introduced into the story of how did Jesus spend his time in the Passion Week, in the last week of his life. Hier sehen wir praktisch, wie Jesus die letzte Woche seines Lebens, sagen wir mal, auf der Erde verbracht hat. In The der first day of Passionswoche. the week for the Jews was Sunday, we know that. Der erste Tag der Woche war Sonntag für die Juden, And das that wissen is wir. in Sunday, the first day of the Passover week is the week in which Jews from all over the world will come to Jerusalem. Und das ist praktisch der erste Tag des Pessachfestes, wo die Juden aus aller Welt praktisch nach To Jerusalem spend a kamen, whole week into the temple um eine ganze Woche im Tempel zu verbringen, in prayer, in In- praise, in Gebet und in Anbetung. and at the final day of the week to offer their Passover sacrifice. Und um am letzten Tage der Pessachwoche praktisch die Opfer darzubringen. So Jerusalem wasn't a big city like the capitals of the world. Jerusalem war keine große Stadt, But in the days of the Passover week, it will grow up immensely. aber zur Pessachzeit war sie riesig, sie wuchs riesig an. And people really had to have either relatives or pay very high price to overnight in Jerusalem throughout this week. Und entweder musste ein Jude praktisch dort Verwandte haben oder musste eben sehr, sehr hohe Gebühren zahlen, um dort irgendwo zu übernachten. So Jesus doesn't have any relatives and he doesn't want to spend much money on a hotel. Jesus hat dort keine Verwandten und er möchte auch nicht viel Geld für ein Hotel ausgeben. He chooses Bethany as a place to overnight. Er wählt Bethanien als Ort der Übernachtung. It's a village about 20 to 30 kilometers southeast of Jerusalem. Das ist ein Dorf, praktisch 20 bis 30 Kilometer And südöstlich this von is where Jerusalem. Jesus had friends called Martha, Mary, and Lazarus. Und dort hatte Jesus Freunde, Martha, Maria und Lazarus. And every day he would travel the distance to go to Jerusalem to spend the day in the city. Und jeden Tag ging er praktisch diese Strecke nach Jerusalem, um Zeit im Tempel zu And then verbringen. go back to sleep in Bethany. Und dann ging er wieder nach Bethanien schlafen. All right? So, a lot of traveling. Er ist also viel gewandert. And Jesus didn't have a car. Und er hatte kein Auto. He didn't use a bicycle. Er hatte auch kein Fahrrad. He used a donkey for his entry, but that was a very short distance. Für Because the den- donkey was taken from Jerusalem Für den Einzug, or the nearby villages. für den Einzug in Jerusalem nutzte er einen Esel, aber den hatte er erst in Jerusalem bekommen und So. nur für den Einzug. So, one of the mornings, could be Monday, An einem dieser Tage he goes to the morgens temple. That's his idea, to spend the day in the temple. geht er also zum Tempel, um dort den Tag And zu verbringen. as he walks down the road, he gets low blood sugar. Und während er praktisch zu diesem Tempel geht, hat er dann niedrigen Blutzucker. Now, in this situation, God is a man. In dieser Situation ist Gott ein Mensch. And if we want God to totally identify with our situation, Und wenn wir wollen, dass Gott sich komplett mit unserer Situation identifiziert, he has to come to a point where he has low blood sugar.
müssen wir uns damit abfinden, dass er irgendwann niedrigen And Blutzucker hat. when you're in a situation like this, you'll search for something that is sweet to kind of lift up your sugar in the blood. Wenn man niedrigen Blutzucker hat, dann sucht man etwas Zuckerreiches, The most damit natural- das Problem behoben wird. The most natural reaction to Jesus is to look for figs. Jesu natürlichste Reaktion war also Feigen zu suchen. Because figs are one of the fruits that has most sugar in themselves. Denn Contain most sugar. Feigen sind eines der zuckerreichsten And so Früchte überhaupt. he sees a fig tree on the road, Er sieht also diesen which is Feigenbaum. quite natural. I mean, there are plenty of figs all around Jerusalem and the villages nearby. Und es gibt eigentlich ganz, ganz viele This Feigenbäume is in der one Nähe of the von most Jerusalem. popular fig tree, one of the most popular trees. Und ja, Feigenbäume gibt es halt eben ganz, ganz viele dort. And then he sees a fig and searches for fruit, but it finds only leaves. Ja, und er sieht diesen Feigenbaum und sucht nach Feigen, aber er findet nur Blätter. Now, when you have low blood sugar and you can't find sugar, you're not yourself. Wenn du jetzt niedrigen Blutzucker hast und keinen Zucker findest, dann And bist du nicht du selbst. you start cursing, I tell you. Dann fängst du an rumzufluchen. So Jesus curses that tree Also verflucht Jesus diesen Baum. for not providing him with fruit, although it was not the season for it. Weil dieser Baum ihn nicht mit Frucht versorgt. He says Obwohl es auch something- nicht die Jahreszeit dafür He war. says something like Heide Sturgat or Menches Kinder oder Mensch Mai oder sowas. Was sagt er? Eine Stufe, das ist ein Schwäbisch. Heide Sturgat. Ja, okay. Yes. Okay, and he passes by. Ich wusste nicht, dass ich auf Schwäbisch übersetzen muss. So he goes to Jerusalem, Er geht in also the nach temple, Jerusalem. and he has a very busy day there. Im Tempel hat er dort einen sehr anstrengenden Tag. He starts cleaning the temple. Er fängt an, den Tempel zu reinigen. Now, which is not an easy job, to be honest. Das ist keine einfache Aufgabe. Herod's temple was one of the grand architectural miracles in the world. Der herodianische Tempel war eines der großen architektonischen Herod thought, Wunder der Erde. Herod, who was not a Jew but appointed as a king of the Jews by the Romans, wanted to impress the Jews. Herodes war zwar kein Jude, sondern war praktisch eingesetzt durch die Römer, aber er wollte die Juden beeindrucken. And he thought that if he rebuilds the temple, that will win the Jews, because building the temple was one of the signs of whom the Messiah will be. Und er dachte, dass den Tempel aufzubauen praktisch für ihn die Herzen der Juden gewinnen würde, weil den Tempel aufzubauen praktisch die Aufgabe des Messias sei. So he extended the outer court of the temple immensely. Er hat also den Außenhof des Tempels sehr, sehr vergrößert. Because the Mount Moriah, where the temple is built, is a fairly small place. Denn der Berg Moria, wo der Tempel gebaut ist, das ist eigentlich ein sehr kleiner And so he Platz. decided to build walls on the side of the top of the mountain and fill it up with stones to make a large platform. Herodes hatte praktisch veranlasst, dass Mauern auf diesem Berge oder um diesen Berg herum gebaut wurden, diese dann praktisch aufgefüllt wurden, damit das Tempelplateau größer wird, man darauf And so bauen kann. thousands upon thousands of people could get into the temple. Und so konnten Abertausende in diesen Tempel hinein. Now, Jesus enters into the temple Jesus kommt jetzt also in diesen Tempel rein and observes the activities that are going on there, und beobachtet die Aktivitäten dort. which in the Passover week are fairly natural, normal. Und in der Pessachwoche passieren dort ganz normale Sachen. Now, imagine if you were a Jew coming from Rome, let's say. Stell dir mal vor, du bist ein Jude und du kommst aus Rom dahin. You will need to catch several ships Du musst mehrere Schiffe nehmen, to get to the land, um ins Land zu kommen. and then by foot or some kind of animal like a donkey, you need to transport yourself to Jerusalem. From Jaffa to Jerusalem. Und entweder zu Fuß oder eben auf einem Tier, zu Tier muss man dann praktisch von Jaffa zum Beispiel nach Jerusalem. Weeks of traveling. Das ist eine wochenlange Reise. Could you imagine a Jew taking a lamb from Rome to Jerusalem? Könnt ihr euch vorstellen, dass irgendjemand ein Lamm von Rom mit nach Jerusalem nehmen To würde, have it sacrificed? um es dort zu opfern? Because that was the sacrifice demanded for Passover? Denn nur weil das eben das geforderte Opfer für Pessach It war. was quite convenient for such Jews to buy the lamb in the temple and offer it there.
Es war doch sehr praktisch, das Lamm dort zu kaufen im Tempel und es dann dort zu opfern. So there was an animal market in the temple, quite understandable. Also gab es verständlicherweise einen Viehmarkt im Tempel. And you know that the greater the demand is, the greater the market. Und ja, je größer praktisch die Nachfrage ist, desto größer ist der Markt. But this is all in the name of God. Aber das ist im Namen Gottes. The problem is that most likely the market was done in a place designed for the pagans. Ja, The converted das größere Problem ist praktisch, dass dass dieser Markt praktisch an einer Stelle war, die praktisch den Heiden oder den konvertierten Heiden, der für diese konvertierten Heiden war. Yeah. So in the second temple time, In der Zeit des zweiten Tempels there were a lot of separations and purity laws that were supposed to be observed. gab es sehr, sehr viele Trennungen und sehr, sehr viele Reinheitsvorschriften, For example, die man befolgen musste. in the first temple, men and women were together in the outer court. Im ersten Tempel waren Mann und Frau gemeinsam in den Außenhöfen. But in the second temple period, the women were put in a place called the court of the women. Im zweiten Tempel wurden die Frauen praktisch in den Frauenhof gebracht. Most likely when the Queen of Sheba came to visit Solomon, she could enter easily the outer court with the other people. Als die Königin von With Salomo her besuchte, envoys. konnte sie also wahrscheinlich sehr einfach direkt zu Salomon durch. But in the second temple period, that would not have been possible. Aber zur Zeit des zweiten Tempels wäre das nicht möglich. First because she is a woman, and second because she is a pagan. Weil sie eine Frau war und weil sie eine Heidin war. And if pagans are to enter the temple, they have to become a proselyte. Und wenn Heiden in den Tempel kommen wollen, wenn Heiden in den Tempel kommen wollen, müssen sie Proselyten werden. Das heißt, sie müssen praktisch zum Judaismus But even konvertieren. if they become proselytes, they should be placed in a place called the court of the nations or the proselytes. Und selbst wenn sie eben Proselyten würden, müssten sie dann in einen Ort, der genannt wurde, praktisch der Hof der Proselyten. So Jesus comes in Jesus kommt also and rein he sees no place for the proselytes because there is a marketplace there. und er sieht keinen Ort für die Proselyten, And he weil gets dort ein Markt ist. really angry. Und er wird sehr, sehr wütend. Because the point of God's temple Denn der Sinn hinter Gottes Tempel was to become the one temple of all humanity. ist der eine Tempel für die ganze Menschheit zu Because werden. there's one God who is creator of all people. Weil es nur einen Gott gibt, der Schöpfer aller Menschen And ist. one world that he has created. Und es nur eine Welt gibt, die er And erschaffen the hat. Jews were supposed to be messengers of this good news. Und die Juden sollten eigentlich Botschafter dieser guten Nachricht sein. For the good news that the Jews had to bring to all nations is that their God is an inclusive God. Und die gute Nachricht, die die Juden eigentlich den Menschen bringen sollten, ist, dass ihr Gott ein inklusiver Gott ist. And that there's plenty of space within him and his own temple for all people of all nations. Und dass es viel Raum gibt in seinem Tempel für Menschen aus aller Herren Länder. That was the prophetic good news of Isaiah, for example. Das war die gute Nachricht, die gute prophetische Nachricht von Jesaja. That at the end of times, the hill of the Lord, the mountain of the Lord will become higher than all mountains. Dass zum Ende der Zeit praktisch der Berg Gottes höher sein würde als alle anderen Berge. Read chapter 2 of Isaiah. Lest mal Jesaja 2. And then in this time, pagans will say to each other, let's go to Zion, because a word came out of the mouth of the God of Jacob. Und Heiden würden damals praktisch zueinander sagen, lasst uns nach Zion gehen, denn der Gott Zions, A word came out of the mouth of God of Jacob. weil der Gott Jakobs praktisch dies Let's gesagt walk hat. in his light. Lasst uns in seinem Licht wandeln. So Isaiah sees the conversion of the nations. Jesaja sieht also praktisch die Bekehrung der Nation. But the conversion of the nations is a direct result of the conversion of God's nation. Aber die Bekehrung der Nationen ist eine Folge praktisch der Bekehrung des Volkes Gottes. Only if God's people become God's light, the people that are in darkness will see the way. Nur wenn
das Volk Gottes praktisch Licht wird, können die anderen Völker es sehen. So Jesus comes into this temple that is supposed to be called the prayer house for all nations. Jesus kommt also in diesen Tempel hinein, der das Gebetshaus für alle Nationen sein soll. And he sees animals Und er sieht Tiere, that are there because of Israel's national cult. und die waren dort wegen Israels Nationalkult. Now think about this. Bedenkt Folgendes. The day of Passover had nothing to do with forgiveness of sins. Das Pessachfest hat nichts zu tun mit der Vergebung der The Sünden. only day that has to do with that is the Day of the Atonement. Der einzige Tag, der damit zu tun hat, ist Yom Kippur. And this is the moment in which the priest enters the Holy of Holies. Das ist der Tag, an dem der Hohepriester ins Allerheiligste And he geht. atones for the nation's sins. Und er versöhnt praktisch die Sünden der Menschheit. But Passover did not have to do with forgiveness of sins. Pessach hatte damit nichts zu tun. It had to do with the idea that the people of Israel are chosen people. Es hat was damit zu tun, dass das Volk Israels ein auserwähltes Volk ist. That they walked out of Egypt when God was killing the firstborn of the Egyptians. Dass sie aus Ägypten hinausgingen, als Gott die erstgeborenen Ägypter tötete. Basically, Passover was the national day of independence. Es war praktisch der nationale Unabhängigkeitstag. And so this is the greatest emotion, the greatest religious emotion of the Jewish people had to do with their own business. Ja, und die größte Emotion praktisch, die das Volk der Juden praktisch haben konnte, war dieser Tag Pessach, und es hatte was zu tun mit Their own business. Ja, mit ihrem eigenen Kram, mit ihrem How could, Geschäft. if you're so busy with yourself, how can you include others? Wenn du so viel mit dir selber zu tun hast, wie kannst du dann überhaupt noch andere mit So einschließen? Passover became the principle or the feast of exclusion. Also wurde Pessach praktisch das Fest der Ausschließung. Because imagine this, how can we turn the 4th of July to the day of the world? Wie können wir den 4. Juli zum Tag der Welt machen? Now we are talking. Because you know that Americans spend thousands of dollars to pop them in the sky as fireworks. Ihr wisst genau, dass die Amerikaner Tausende von Dollar ausgeben, um Feuerwerke zu kaufen, um sie am 4. Juli zu entzünden. Can this day become the day of the world in which the poor people who have nothing to eat celebrate the popping of fireworks? Kann das der Tag werden, an dem die armen Leute der Welt mitfeiern praktisch und selber Raketen in die Luft So basically Passover was the perfect feast of exclusion. Pessach war das perfekte Fest der Ausschließung. What should the pagans do there in that day? Was sollten die Heiden an dem Tag dort überhaupt machen? It's a national day. Das ist ein Nationaltag. Anyway, so most of the people that I know read the story of the withering of the fig tree. Die meisten Leute, die ich kenne, lesen dieses Verdorren des Feigenbaumes As an exemplification of the power of faith. als ein Beispiel für die Kraft des Glaubens. Basically, Jesus uses that situation to teach his disciples that there is nothing impossible for those who believe. Denn im Grunde beschreibt oder zeigt Jesus seinen Jüngern damit, dass nichts unmöglich ist für die, die glauben. But actually, Mark did not intend this. Aber Markus hatte nicht das im Sinn. The story is designed to show us how a religion dies. Die Geschichte ist da drin, um uns zu zeigen, wie eine Religion stirbt. How a nation misses the point. Wie eine Nation den Sinn aus den Augen verliert. How the people of the covenant destroy the covenant. Wie die Leute des Bundes den Bund zerstören. By doing this, they destroy themselves Sie zerstören sich selbst and those who are supposed to hear about it. und die eigentlich davon hören sollten. And this is the story of how God does all things new. Und das ist die Geschichte davon, wie Gott alles neu macht. In a very different way. Auf ganz andere Art. Because he could not put up with the stubbornness of his own people. Weil er mit der Sturheit seines eigenen Volkes nicht mehr klarkam. So basically, the fig tree is an example. Der Feigenbaum ist also ein Beispiel. It is a symbol. Es ist ein Symbol. So let me tell you how it works. Ich zeige euch, wie das funktioniert. Jesus goes to the tree, he finds only leaves. Jesus geht zum Baum und findet nur Blätter. He curses it. Er verflucht ihn. And the curse starts working. Und der Fluch beginnt zu wirken.
Jesus knows that this is a prophetic symbol. Jesus weiß, dass das ein prophetisches Let me bring Symbol you ist. into the reality of the prophets. Ich bringe euch jetzt in die Realität der Before Propheten. Jerusalem was destroyed, Bevor Jerusalem zerstört wurde, there was a prophet called Jeremiah, da gab es einen Propheten namens to whom God Jeremia. revealed that he will destroy his own people. Und Jeremia wurde offenbart von Gott, dass er sein eigenes Volk That zerstören würde. he will let Jerusalem be burnt with fire. Dass er erlauben würde, dass Jerusalem mit Feuer zerstört That he würde. will allow the women of his own people to be raped in front of the eyes of their men. Dass er erlauben würde, dass die Frauen der Menschen dort vor ihren eigenen Ehemännern And who will allow vergewaltigt their young men and children be brought to captivity in Babylon. Und er würde erlauben praktisch, dass die jungen Männer und die Kinder als Gefangene nach Babylon That weggeführt is a würden. terrible picture. Das ist ein furchtbares So, Bild. so Jeremiah, who is a priest and becomes a prophet, Jeremia, der ein Priester ist und Prophet wird, enters the temple geht in den Tempel, where his brothers are still offering sacrifices, wo seine Brüder immer noch Opfer darbringen. and he says to all the people in the outer court the following. Und er sagt zu allen Menschen dort im Außenhof das You say to Folgende. yourself, the temple of the Lord, the temple of the Lord. This is the temple of the Lord. Ihr sagt zu euch selbst, dies ist der Tempel des Herrn. This is what the Lord says. Das ist, was der Herr I will sagt. destroy my temple Ich werde meinen Tempel zerstören, in order to destroy you. damit ich euch zerstöre. Well, you understand that Jeremiah could make a great career from that point on. Ja, das war nicht gut für Jeremias Karriere. Okay, so at one point the Lord says, go and buy yourself some pots from the potter. Genau, und dann sagt er praktisch zu Jeremia, geh und kauf ein paar Töpfe. Gather all the noblemen and get them out of Jerusalem into a field. Ja, nimm alle Noblemen? Noblemen? Adligen? Aristocrats? Ja, nimm alle Adligen mit aus Jerusalem Ja. und geh mit ihnen hinaus. And in front of their eyes, break those vessels, one into the other. Und ja, voreinander könnt ihr diese Töpfe dann zerschlagen. And then declare the devastation that is to come. Und verkündet die Zerstörung, die kommen wird. Do you know what happened in that day? Wisst ihr, was an dem Tag geschah? The curse began to work. Der Fluch begann zu wirken. And it was a matter of time until the Babylonians would come. Und es war eine Frage der Zeit, dass die Babylonier kommen würden. Because the prophet was not sent there to just make a nice picture of everything, nice theater. Der Prophet kam nämlich nicht, um einfach nur ein schönes Bild zu He zeichnen. was charged with spiritual authority Er war erfüllt von geistlicher Autorität, to initiate the curse um diesen Fluch zu beginnen. upon the city. Diesen Fluch über And die it was a Stadt. matter of time until everything was withered. Und es war eine Frage der Zeit, bis alles verdorrt war. So what Jesus is doing this is an old prophetic technique, using an old prophetic technique. Jesus verwendet also praktisch in diesem Text eine ganz alte prophetische He Technik. uses a fig tree as a graphic display of the destiny of the temple that he is going to purge. Ja, er zeigt es, er benutzt diesen Feigenbaum praktisch als ein ziemlich grafisches Beispiel für die Verfluchung des Tempels. To show that when he enters the temple on the very last Passover of his life, Er zeigt es praktisch am letzten oder im letzten Pessachfest seines Lebens. he will find a lot of meaningless religious activity there. Würde er dort eine große Menge an bedeutungsloser Religiosität dort A lot vorfinden. of action with no results. Viel Handlung, aber keine Ergebnisse. A lot of leaves with no fruit. Viele Blätter und keine Frucht. And that kind of tree deserves no life. Und dieser Baum, der verdient kein Leben. Because the fig tree is a fruit tree. Denn der Feigenbaum ist ein And fruchtbringender the Baum. point of its existence is bearing fruit. Und der Sinn seiner Existenz ist, Frucht zu bringen. Okay? So I think now you're getting what's happening here. Ich glaube, ihr versteht jetzt, was hier Okay. passiert. How do we know that the Jewish people are exemplified or symbolized through this withering fig tree? Woher wissen wir, dass das jüdische Volk praktisch durch mit diesem Feigenbaum dargestellt wird? We go back to the very prophet who spoke against the temple, Jeremiah. Dafür gehen wir einfach mal zurück zu genau dem Propheten Jeremia. Verse 24, 1 through 7.
Kapitel Jeremiah 24, 24, 1 bis 1 through 7. 7. We read it only in German. I read it. We read it. Mhm. Okay. Right. 24, what is it? 24, 1 through 7. Okay. Der Herr ließ mich sehen, und siehe, 2 Körbe Feigen waren vor dem Tempel des Herrn aufgestellt. Nachdem Nebukadnezar, der König von Babel, Jehonia, den Sohn Joachims, den König von Juda und die Obersten von Juda und die Schmiede und die Schlosser aus Jerusalem gefangen weggeführt und sie nach Babel gebracht hatte. Der eine Korb enthielt sehr gute Feigen, wie die Frühfeigen, und der andere Korb sehr schlechte Feigen, die vor Schlechtigkeit nicht mehr gegessen werden konnten. Und der Herr sprach zu mir: Was siehst du, Jeremia? Ich sagte: Feigen. Die guten Feigen sind sehr gut und die schlechten sehr schlecht, sodass sie vor Schlechtigkeit nicht gegessen werden können. Da geschah das Wort des Herrn zu mir: So spricht der Herr, der Gott Israels: Wie diese guten Feigen, so sehe ich die Weggeführten von Juda zum Guten an, die ich von diesem Ort in das Land der Chaldäer weggeschickt habe. Ich richte mein Auge auf sie zum Guten und bringe sie in dieses Land zurück. Ich baue sie auf und breche nicht ab, pflanze sie ein und reiße nicht aus. Und ich gebe ihnen ein Herz, mich zu erkennen, dass ich der Herr bin, und sie werden mein Volk sein und ich werde ihr Gott sein. Denn sie werden mit ihrem ganzen Herzen zu mir umkehren. Jesus stands in a long line of prophets. Jesus steht in einer langen Linie von In Propheten. Jerusalem, Jeremiah was one of them. Und Jeremia war einer von ihnen. The point of contact between Jesus and what happens to Jesus in his ministry and Jeremiah is the following. Die Überschneidung zwischen dem, was Jesus geschah mit dem Feigenbaum und Jeremia und den Feigen, ist folgendes. God has great expectations from his own people. Gott hat große Erwartungen an sein Volk. Because he has given them a good land, Er hat ihnen nämlich ein gutes Land a gegeben, good life, ein gutes Leben, fruitfulness, viel Frucht, a temple, ein Tempel, priesthood, Priester, prophets, Propheten. anything that a good God would give to his good people. Alles, was ein guter Gott seinem guten Volk geben würde. But these people have wandered away so much from the source of their being, from the source of their life. Aber diese Menschen gingen so weit entfernten sich so oft so weit von der Quelle ihres Lebens, That their religion has become toxic. dass ihre eigene Religion giftig And wurde. instead of bringing life to people, Und anstatt dass sie dem Volk Leben brächten, it poisons them. vergiften sie And es. God says, I don't want a religion like that. Und Gott sagt, ich will so eine Religion nicht. I don't need people like that. Ich brauche so ein Volk nicht. They will come to an end. Das wird jetzt beendet. He warns them through the prophets many times. Er warnt sie durch die Propheten viele Male. But there are certain deadlines. Aber es gibt irgendwann mal eine So in Deadline. the time of Jeremiah, the people of God came to a deadline. Und zur Zeit Jeremia kam dieses Volk Gottes zur Deadline. And God says, I will shake this fig tree, Und Gott sagt, ich werde diesen Feigenbaum or jetzt I will schütteln pluck all the fruits from this fig tree und werde die ganzen Früchte von diesem and put Feigenbaum it in the basket. bekommen und werde sie praktisch in den And Korb tun. now you see a vision, another temple vision, Wir sehen jetzt also eine andere in which you Tempelvision. have two baskets with two kinds of figs. In dieser Vision hast du 2 Körbe, praktisch gibt es 2 Körbe Some mit 2 are, verschiedenen Arten some are Feigen. edible, Manche kann man essen, they're good, die sind gut, and the others are rotten, und die anderen sind verfault. and they are no good. Die sind nicht gut. Now, this is most likely the time when the Jews would bring the fig harvest to the temple. Es ist also sehr wahrscheinlich die Zeit, in der die Juden die Feigenernte Because- zum Tempel brachten. Because by law, the Jews were supposed to give the first 10% of everything they gathered from the field, all the trees, to the temple Denn laut as a Gesetz, tithe. mussten sie ja praktisch die ersten 10% ihrer Ernte zum Tempel als Opfer bringen. One clarification. For the Jewish people, the tithe are the first 10%, not the last 10%. Um das auch klarzustellen, für die Juden It makes a difference. ist der Zehnte die ersten 10%, nicht die letzten 10%. And especially Das when macht einen you, Unterschied. especially when you pluck fruits, that makes a terrible difference. Und besonders wenn es um Obst geht, macht es einen Riesenunterschied. Because the fruits that grow first are the best, Denn die Früchte, die als erstes wachsen, sind die besten. and those who grow last are the worst. Und die als letztes wachsen, sind die So schlechtesten. you can imagine why Yahweh says to his people, whatever comes first is mine. The Und- first 10% are mine. Und jetzt könnt ihr euch auch vorstellen, warum Jahwe eben sagt zu seinem Volk,
die ersten 10%, die gehören mir. Das sind die besten. Yeah. So here we have two baskets with fruit. Wir haben hier also 2 Fruchtkörbe. One is acceptable and the other is not. Einer ist annehmbar oder einer wird angenommen, der andere nicht. But you know what is the difference between the tree or the fig tree that was Israel in the time of Jeremiah and the fig tree that is Israel in the time of Jesus? What is the difference? Aber versteht ihr den Unterschied praktisch zwischen dem Früchtekorb zur Zeit Jeremias und dem Früchtekorb zur Zeit Jesu? No matter how hopeless the situation looked like in the time of Jeremiah, there was at least one basket of good figs that could be plucked from the tree. Es ist egal, wie schlecht die Zeit wie schlecht es war zur Zeiten Jeremias. Es gab immer noch einen Korb mit guten Früchten, den es zu pflücken gab. And God said, I will take these figs, I will bring them to Babylon, but later on I'll bring them back and restore them. Und der Herr sagt praktisch, ich werde diese guten Feigen mit nach Babylon nehmen und werde dann zur Wiederherstellung diese guten Feigen wieder hinzurückbringen. I will purge them through their disobedience, but there's potential within them, so I will give them a new heart and they will follow me. They will know that I am the Lord. There is potential within them. Okay, es ist sehr viel Potenzial da drin. They're disobedient, Sie sind ungehorsam, but I'll discipline them. aber ich werde sie disziplinieren. After 70 years, I'll bring them back, Nach 70 Jahren bringe ich sie zurück and then they will know that I am the Lord. und dann werden sie verstehen, dass ich der Herr bin. Okay? But now in the time of Jesus, Aber zu Zeiten Jesu, there was nothing to put in the basket. da gab es nichts, was man in diesen Korb tun konnte. Not even bad fig. Not Nicht, even nicht mal schlechte Feigen. uneatable figs. Nicht mal nicht essbare Feigen. There was only beauty in the temple. Es gab nur Schönheit im Tempel. Only religious activity. Nur religiöse Lots Aktivität. of leaves on the tree. Sehr, sehr viele It was Blätter auf dem it was Baum. an impressive tree, I must say. War ein sehr beeindruckender Baum. It was so impressive that his own disciples said, Lord, look at these beautiful stones. Der Tempel war so beeindruckend, dass die Jünger zum Herrn sagten, Herr, schau dir doch diese wunderschönen Steine an. And here comes the curse in different words. Und hier kommt dieser Fluch In in anderen apocalyptic Worten. sermon In apokalyptischer oder in apokalyptischer Predigt. that starts with the words, truly, truly, I tell you, stone upon stone will not be left on that place. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, hier wird nicht ein Stein auf dem anderen stehen bleiben. In other words, this tree will soon wither. In This anderen tree, Worten, dieser Baum wird bald you can make verdorren. the connections. Ihr findet da sicher den Zusammenhang. Why am I saying all this to you? Warum erzähle ich euch das? Because we live in times when we sugar-coated our idea about God. Wir leben in einer Zeit, in der wir praktisch alles, was wir über Gott erzählen, mit Zuckerguss übergießen. Yeah, the sweet Jesus. Der süße Jesus. He's like a caramel popcorn. Er ist wie süßes Popcorn. Ja. I love to eat it while watching movies. Ich liebe es zu essen, während ich Filme gucke. So we watch the movie of life and we eat Jesus to sweeten it. Genau, wir gucken uns also das Leben im Fernsehen an und essen währenddessen den süßen Jesus. We picture him as the nice shepherd who has this lamp on his shoulders. Ja, und er ist der gute Hirte und hat Oh, dieses he Lamm will auf seinen carry me Schultern. in all my difficulties Er wird mich tragen in all meinen Schwierigkeiten, that I created myself. die ich mir selber eingebrockt habe. When I never ask him what is his will. Und ich frage ihn nie, was sein Wille ist. Oh, he will love me even though my life contradicts his own. Er wird mich lieben, egal ob mein ganzes Leben seinem Willen widerspricht. You know that this kind of message makes churches big? Wisst ihr, dass so eine Botschaft Kirchen groß macht? Do you know that this activities in the name of this kind of Jesus produces a lot of leaves? Wisst ihr, dass diese Art Aktivität praktisch eine große Menge Blätter And herstellt? in our world, whatever produces a lot of leaves is considered to be a big thing. It sells. Und in unserer Welt ist alles, was sehr, sehr viele Blätter hervorbringt, das wird als Erfolg dargestellt. Leaves sell. Blätter verkaufen sich gut. Just think about this. We try to create a pop Jesus that Ja. works for everybody's life, the way it is. Wir versuchen ein
einen Pop-Jesus zu erfinden, der praktisch ja, für jeden das passende im Leben hat. And we wonder how come Jesus' life doesn't fit into the life of this person or that person. It should. Und wir It should. fragen uns, warum Jesus nicht in das Leben des einen oder in das Leben des anderen passt. Das And müsste doch actually passen Jesus is eigentlich. preaching a religion in which my life has to fit into his. Und Jesus predigt doch eigentlich eine Religion, in der mein Leben zu ihm passen muss, nicht anders. In which I have to crucify myself, although he crucified himself for me. Ein Leben, in dem ich mich selber kreuzigen muss, obwohl er doch gekreuzigt And wurde. before he gives me his life, I should surrender my own. Und bevor er mir sein Leben gibt, müsste ich mein eigenes geben. But we're preaching Jesus crucified and Jesus dying for me so that I should not be crucified and die. Aber wir predigen Jesus als stellvertretendes Opfer, sodass wir praktisch nicht sterben müssen. And you know, we're comforted. There's so many leaves on the tree. We're still alive. We're growing. Und wir sind getröstet. Es gibt ja sehr, sehr viele Blätter auf diesem Baum. Ne? Wir wachsen. You know, let me give you another episode of my story. I'm still going on. Do I have a few more minutes? Are you here, church? Seid ihr noch da? Seid ihr alle da? Okay, ich bin da. Okay. In Genesis 2, verse 9, In 1. Mose 2, Vers 9, when God created Adam, he decided to create a garden for Adam. als Gott Adam erschuf er auch einen Garten für Adam. And it says that God created two kinds of trees. Und es steht geschrieben, dass Gott zwei Arten Bäume One pflanzte. kind of trees were beautiful to look at, pleasant to the eye. Ein Baum war praktisch schön anzusehen. This is verse 9, if you look Vers- into your Bible. Vers 9. So, and the other kind of trees were the fruitful trees that are good to eat from. Und die anderen Bäume waren die Frucht brachten und von denen man gut essen konnte. You know, the first sort of trees that are pleasant to the eyes to look at, Also die erste Art Bäume, die begehrenswert anzusehen they ist, correspond with human need for beauty and aesthetics. die entspricht praktisch der menschlichen Nöte für Schönheit und Ästhetik. When we decide to do a park in the city, we usually plant trees that are beautiful to look at. Wenn wir einen Park in der Mitte der Stadt pflanzen, dann pflanzen wir normalerweise auch Bäume, die schön anzusehen sind. Just to let you know, this is just something that I put within brackets, a small explanation. Ich versuche das nochmal kurz zu erklären. The human innate need for beauty is an incredible proof for the existence of God. Innate need of aesthetics. Die Notwendigkeit, die innere Notwendigkeit für Schönheit, die der Mensch in sich trägt, das ist ein Beweis dafür, dass es Gott gibt. Now, think of this. If we were a product of evolution, Wenn wir ein Produkt der Evolution wären, we will not have any aesthetical categories. dann hätten wir keine ästhetischen Kategorien. Because for an evolving life, what is good is what makes it survive and thrive. Denn damit Leben eben sich entwickelt, But whatever, for an evolving life, what is good is what makes it thrive, what makes it go on further. das Gute im Leben praktisch, das lässt den Menschen sich entwickeln. So basically, if we were product of an evolution, Wenn wir also jetzt das Ergebnis einer Evolution we wären, will have parks in which we will put on a road carrots and cucumbers, and we'll look at them and say, oh, how beautiful. wenn wir jetzt also Produkt der Evolution wären, dann hätten wir diesen Park und da wären Karotten und Gurken und da würden wir sagen, oh wie schön ist Because das. that's what helps us to go on living. Weil uns das nämlich hilft zu No, überleben. no. We have aesthetic categories Aber wir haben ästhetische Kategorien of ugly and beautiful. von schön und hässlich. An evolving life has no right to think aesthetically. Ein sich entwickelndes Leben hat kein Recht dazu, sich irgendwie ästhetische Kategorien And think zu about this. wählen. Who teaches a baby girl what dress is better than another? Is it the mother? Ja, und wer bringt eigentlich einem kleinen Mädchen bei, welches Kleid besser ist als das andere? You want to bring your child to the Sunday school.
Ja, wenn ihr euer Kind zur Sonntagsschule and you bringen give wollt her a pink dress, und ihr gebt der Tochter dann and she says, "No, I want the rosanes blue Kleid one." und das Kind sagt, nein, ich will But was no, Blaues. but this is so beautiful. Ja, aber das ist so schön. Das No, it's ugly. It's ugly. I ja, don't das want ist it. hässlich, ich will's nicht. Who taught this girl what is beautiful and what is ugly? Wer hat diesem Kind eigentlich gesagt, was schön ist und was hässlich? It is innate. Das ist It is within us. intrinsisch, das ist We're made in the in image of uns. God. Wir sind gemacht im Bilde Gottes. In Russian theology, God is called beauty with capital B. In Russischen wird Gott praktisch Schönheit genannt und zwar mit großem S. Because the divine life is a beautiful life in every sense of that word. Denn das göttliche Leben ist ein schönes Leben in And jedem if you wonder Sinne why dieses Orthodox Wortes. churches have these wonderful altars with wood carvings and icons, Und- it's because of that. Und deswegen haben die orthodoxen Kirchen praktisch auch diese schönen Altäre mit Gravierungen. Irgendwas noch? Mit Schnitzerei, genau. And if you have heard Dostoevsky say the beauty will save the world, he meant God. He Ja, didn't mean squares and triangles. und wo praktisch geschrieben steht, dass das Schöne die Welt retten wird, da ist Gott gemeint und eben nicht Dreiecke Anyway. und Quadrate. So, two kinds of trees. Beautiful to look at and good to eat from. Also zwei Bäume. Einer ist begehrenswert anzusehen und der andere gut zur Nahrung. When God created the fig tree, in which category God placed it? What do you think? Als Gott den Feigenbaum schuf, in welche Kategorie wurde der praktisch, oder in welche Kategorie wurde der erschaffen? In the second. In der zweiten. Good for eating. Gut zur Nahrung. Do you know that if weather conditions are good, the fig tree can yield fruit 10 times a year? Wisst ihr das, wenn ein Feigenbaum, wenn er gesund ist, kann er praktisch 10-mal im Jahr And that, Frucht tragen? that means almost every month. Fast jeden Monat. That's why some Jews say that the tree of life should have been a fig tree, because the tree of life, we read it in the book of Revelation, for example. Deswegen sagen die Juden auch, dass der Baum des Lebens ein Feigenbaum sein sollte. Wir lesen es eigentlich auch in der Offenbarung. It says that yields fruit once a month, 12 times a year. In der Offenbarung steht drin, dass Chapter der 22 of Baum des Revelation. Lebens 12-mal im Jahr Frucht trägt. So wie So der no Feigenbaum wonder praktisch. that the one who creates perfect conditions for it would expect fruit at any time. Ja, und der Schöpfer erwartet natürlich jederzeit Frucht. Another argument. Do you know that the fig tree is the only tree in nature that bears fruit before leaves? Wisst ihr, dass der Feigenbaum der einzige Baum in der ganzen Natur ist, der erst Frucht bringt und dann erst Blätter? So the first thing that you will see on the branches in the spring would be the formation of figs. Das erste, was ihr am Feigenbaum sehen würdet im Frühling, ist, wie Feigen entstehen, nicht Blätter. And by the way, have you seen blooming fig trees? Habt ihr schon mal blühende Feigenbäume You know, gesehen? every other fruit tree blooms, and then you have the bees going around and pollinating the blossom. And then this blossom becomes fruit. Ja, habt ihr das schon mal gesehen, wenn praktisch das Blühen stattfindet und dann eben Bienen rumherum fliegen und das ist alles... Yes, you see A blooming fig trees. You just don't know that the fruit is a flower. The fruit, Ja, the fig, die is a flower. die Frucht ist eine Blüte, Is a bloom. Is bloom. ist eine Blüte. It just closes itself and blooms on the inside. Sie schließt sich nur und blüht innerlich. And there's a special fig wasp that gets into it and pollinates it. Es gibt eine ganz spezielle Feigenwespe, die zu dieser Frucht hingeht und sie bestäubt. And then come the leaves. Und dann kommen die Blätter. So when Adam fell Also als Adam fiel and all of a sudden realized his nakedness, und ihm auffiel, dass er nackt war, this is chapter 3 of das Genesis, ist Kapitel 3, verse 7. Vers 7, Genesis, He looked at this beautiful fruit tree da sah er diesen wunderschönen Feigenbaum and didn't care about the fruit anymore. und die Frucht interessierte ihn dann nicht mehr. He needed something to cover his nakedness with. Er brauchte etwas, um seine Nacktheit And do you know what zu bedecken. he did with this beautiful fruit tree? Und was hat er mit diesem wunderschönen He Fruchtbaum started gemacht? plucking the leaves. For the first time in his life, he started plucking leaves. Zum ersten Mal in seinem Leben pflückt er Blätter. And he sewed himself a cover for his nudity.
Und ja, er machte sich selbst einen Lendenschurz. Because after Adam saw Eve naked, Denn nachdem Adam Eva nackt sah, he could not help looking at her nakedness and not raping her. er konnte es nämlich nicht verhindern, seine Frau zu sehen und sie nicht zu vergewaltigen. So the fig tree was no longer good to be eaten from. Der Feigenbaum war also nicht mehr gut zu essen. It was good to provide leaves. Er war gut, um Blätter zu But look what the irony of the text is. Aber seht die Ironie des Textes. When you touch a leaf, when you touch your skin with a fig leaf, wenn ihr eure Haut mit einem Feigenblatt it gives you a berührt, terrible feeling because the leaves are very rough. Denn die Blätter sind sehr, sehr rau. And because there's a juice that comes out of them that irritates the human skin. Und der Saft, der praktisch hinausströmt, der entzündet die Haut. But imagine to try to cover your privates with leaves from figs. Und stellt euch dann mal vor, eure Geschlechtsteile praktisch Have you seen the fig leaves, how they look like? Habt ihr schon mal gesehen, Feigenblätter You know that they're cut like this? Die sind ganz schön komisch. And when you put them in front, it's all visible. Und wenn man sie praktisch nach vorne tut, they don't cover anything practically. Das ist also total unpraktisch. This is the irony of the text of people who are well informed. Das ist die Ironie des Textes von Menschen, die to help gut them informiert realize that now, since Adam has fallen, zu verstehen, dass weil Adam he eben has no in Sünde idea of gefallen what ist, the meaning of everything is. hat er überhaupt nicht verstanden, was He irgendwas has überhaupt lost the bedeutet. idea of why everything is there. Er hat vergessen, warum die Dinge eigentlich da He has sind. lost the point of his own life, Er hat den Sinn seines eigenen Lebens the vergessen. point of his spouse's life. Er hat den Sinn des Lebens seiner He has Frau lost the vergessen. point of their togetherness. Er hat den Sinn ihrer Gemeinschaft And then vergessen. he has lost why they're together in a world around, full of life. Und er hat vergessen, warum sie zusammen in einer Welt voller Leben sind. And now they start doing very inadequate things. Und jetzt machen sie sehr unpraktische und sehr ungeeignete Sachen. And so, think about this. Bedenkt Folgendes. When Jesus approaches Jerusalem, Als Jesus nach Jerusalem kommt. and Jerusalem in Hebrew culture was considered to be paradise. Und Jerusalem war in der jüdischen Kultur praktisch das Or let's say, Paradies. paradise restored. Oder das Just wiederhergestellte Paradies. read those sections where Solomon creates the temple and read what he furnished it with. Lest mal die Stellen, als Salomo praktisch den Tempel baute und wie er ihn ausstattete. And you will find that all the precious stone and the gold from the paradise was there. Wir werden feststellen, dass alle wertvollen Dinge aus dem Paradies praktisch You will im find Tempel auch all waren. the beautiful trees like pomegranates and almond trees. Ihr findet praktisch also Granatäpfel, genau, They were Granatäpfel the und interior Palmen, decoration of the temple. die Dekoration You praktisch will des find Tempels sind. oxes that keep the water vessels. Ihr findet praktisch Ochsen, die diese Waschbecken And you will find tragen. golden lions all around the walls. Und goldene Löwen praktisch überall in diesem Tempel. Not only that, but you will find the cherubim that were in paradise right there in front of the curtain. Und ihr findet außerdem die Cherubim direkt vor dem Vorhang zum So the Allerheiligsten. temple was paradise restored. Der Tempel war also das wiederhergestellte Now Paradies. Jesus is the new Adam who returns to his paradise. Jesus ist aber der neue Adam, der zu seinem Paradies And he starts zurückkehrt. behaving adequately. Und er benimmt sich angemessen. And when he sees a fig tree, he doesn't see leaves that are triggering his interest to cover his private parts. Und als er diesen Feigenbaum sieht, fühlt er sich nicht dazu berufen, irgendwie mit den Blättern eben sich zu bedecken. He wants to see fruit because that's what the fruit trees are made for. Er will Frucht sehen, weil dieser Feigenbaum zum Fruchttragen erschaffen Now, wurde. read Judges chapter 9. No, not now. We don't have time Okay. for this. But just read it for yourself. Lest mal Judges Richter chapter 9, 9, verses 8 through 11. Vers 8 bis 11. The Judges. Richter 9. The trees decided to make themselves a king. Die Bäume entschieden praktisch, dass sie sich selber einen And König they went to machten. the olive tree. Und sie gingen zum and said, Olivenbaum. Be our king. Sei unser König, sagten sie zum Olivenbaum. And the olive tree says, what? Und
der Olivenbaum fragt, was? You want me to start producing oil that gladdens the gods and the people? Ihr wollt, dass ich Öl herstelle, das sowohl Gott als auch den Menschen And gefällt. wave myself over you with my leaves? Und dass That's ich the mit point. meinen Blättern praktisch über euch allen wehe? No, thank you. Nein, danke. I'll keep on doing what I've been created for, in other words. Ich werde das weitermachen, wofür ich erschaffen wurde. Well, then they go to the fig tree. Dann gehen sie zum Feigenbaum. Same thing. Gleiche Sache. So this is a portion of ancient Hebrew wisdom literature Das ist also ein kleiner Teil praktisch von antiker hebräischer that Weisheitsliteratur. tells us that the fruit trees were made to bear fruit and gladden God and humans. Und das erzählt uns praktisch, dass die fruchttragenden Bäume dazu und nur dazu erschaffen They were sind, not Frucht zu made to tragen impress all the trees with their leaves. und den Menschen Freude zu bringen Now, I und come- nicht eben um mit den eigenen I Blättern come zu to the most beeindrucken. important point. at Ich the komme end. zum Wichtigsten. When God goes to a fig tree, He's looking for fruit. Wenn Gott zu einem Feigenbaum kommt, dann will er Frucht sehen. But when one of us goes to a fig tree, Aber wenn jemand von uns zu einem Feigenbaum geht, he or she looks for leaves to cover our nudity. dann gehen wir praktisch dahin, um damit unsere Nacktheit zu verbergen. And that is the story of our tragic life outside of the garden. Und das ist die Geschichte unseres tragischen Lebens außerhalb des Gartens. We are trees. Wir sind Bäume. The righteous one will be like a tree planted next to waters. Der Psalm Gerechte, Psalm 1, der Gerechte wird wie ein Baum sein, der direkt zu den Wassern gepflanzt ist Whose leaves never wither. und dessen Blätter nie verdorren. But now, the second point. Who bears fruit in time. Und der rechtzeitig Frucht bringt. Just like the tree of life. So wie der The righteous Baum des people are Lebens. compared to the tree of life that grows next to the rivers. Die Gerechten werden mit dem Baum des Lebens verglichen, der eben direkt am Fluss wächst. You know that there were four rivers coming out of the Garden of Eden? Wisst ihr, dass es 4 Flüsse gab im Garten Eden? And the ancient church believed that the tree of life is the cross of Jesus, and the 4 Gospels flow out of that Und die antike story, of Kirche, that wood. die antike Kirche glaubte praktisch, dass der Baum des Lebens das Kreuz Jesu ist und dass dort praktisch das ganze Leben hervortritt. He died on a withered tree so we can receive new life. Er starb an einem verdorrten Baum, damit wir neues Leben kriegen. And he planted us to the rivers of truth that he spoke to us. Und er pflanzte uns an den Flüssen der Wahrheit. And he does Wodurch not er only so expect spricht. much leaves. Und er erwartet nicht viele Blätter. He expects that we would give our fruit in time. Er erwartet von uns, dass wir zeitig unsere Frucht And bringen. when he comes to find his fruits Und wenn er kommt und seine Frucht bringt and looks at the leaves, und unsere Frucht sucht he gets confused. und die nur Blätter He sieht, gets angry. Dann wird er durcheinander und And wird he er sauer. speaks out things that he doesn't want to speak. Dann sagt er Sachen, Are you sure? die er nicht sagen möchte. The Bible says that the Spirit produces fruit within us. Die Bibel sagt, dass der Heilige Geist in uns Frucht God hervorbringt. himself is assisting us to bring us back to his original idea about human life. Gott selbst hilft uns dabei, zu finden, wofür wir eigentlich erschaffen wurden. Galatians Galater 5, 5, chapter 20, verse 22, it says, "For the fruit of the Spirit is love, Vers 22 sagt, die Frucht des Geistes ist Liebe, joy, Freude, peace, Friede, meekness, kindness, tenderness. All these things are Sanftmut, fruit Selbstbeherrschung. of the Spirit." Das sind alles Früchte des Heiligen Geistes. Let me tell you what is the difference between fruit and leaf in your life. Lasst mich euch den Unterschied erklären zwischen Frucht und Blatt in eurem Leben. To come here with your guitar and sing for us is a leaf, Mit der Gitarre herzukommen, für uns zu singen, ist ein Blatt. but to sing to us with love Aber is fruit. zu uns mit Liebe zu singen, ist Frucht. Because to love us is very difficult. Denn uns zu lieben ist schwer. To sing to us in order to impress us is not. Uns was vorzusingen, um uns zu beeindrucken, das ist nicht schwer. To live your life, Um dein Leben zu leben, to go to work, zur Arbeit zu gehen, to do the dishes in the kitchen, abzuspülen or to sweep the floor in the church oder den Boden zu kehren in der Kirche, is leaves. das ist Blätter. You spend energy and you produce growth.
Du verwendest Energie und erwartest Wachstum. But this is leaves. Aber das sind nur Blätter. To do all of this happily All das mit einem fröhlichen Herzen zu tun, is a fruit. das ist Frucht. Because to enjoy life the way life is a lot more difficult to just go through it. Denn das Leben so zu genießen, wie es ist deutlich komplizierter und deutlich anstrengender, als einfach nur durchs Leben zu To be gehen. patient with your mother-in-law is a lot more difficult to enjoy the riches that she has given to your wife. Mit deiner Schwiegermutter gegenüber praktisch geduldig zu sein, ist sehr viel schwieriger, als einfach nur dankbar zu sein So, für die Frucht, die sie deinem Leben According gebracht. to the Bible, what we can call fruit is called a virtue. Entsprechend der Bibel können wir praktisch sagen, dass Frucht gleichzusetzen ist mit einer Tugend. But you know where the Jews were mistaken? Aber wisst ihr, wo die Juden das nicht richtig verstanden haben? They confused virtue with good deeds. Sie haben die Tugenden mit guten Taten verwechselt. Don't ever do that. Tut das niemals. Don't think that because you're doing something good, you're virtuous. Denkt niemals, dass weil ihr gute Taten tut, seid ihr praktisch Only tugendhaft. you know whether you produce fruit. Ähm, Only you know whether you produce Nur fruit. du selbst weißt, ob du Frucht bringst. Because when you produce fruit, things are sweet. Denn wenn du selber Frucht bringst, dann sind die Dinge süß. You do ministry as if you're flying. Dann tust du deinen Dienst, als würdest du fliegen. It just doesn't cost you any sort of energy. Das kostet überhaupt keine Kraft. You don't feel tired. Du fühlst dich nicht müde. You keep on doing things endlessly. Du kannst endlos weitermachen. You don't run out of motivation. Du bist immer motiviert. You're patient. You put up with people that are totally Du bist, unworthy of loving. du bist geduldig und findest dich mit Menschen ab, die du eigentlich die total And I nicht assure- liebenswürdig sind. And I assure you, when you're a virtuous person, Und ich garantiere dir, wenn du eine tugendhafte life is a lot more Mensch bist, than just doing things. dann ist das Leben viel mehr als einfach nur Sachen zu machen. Church as well. Die Kirche auch. Church as well. Because church was never supposed to be a place excluded from life. Denn die Kirche war niemals ein Ort, der vom Leben getrennt sein sollte. Unfortunately, we have defined the church as the corner of life. Wir haben leider die Kirche als in die Ecke des Lebens geschoben, Where we wait until God rearranges himself everything in the room. und da warten wir dann drauf, dass Gott alles eben im Raum neu arrangiert. To my church, I dare to say the following. Meiner Kirche sage ich Folgendes: You either go to church Du gehst entweder zur Kirche or you are the church. oder du bist die Kirche. That is the difference between church activity, doing things, and virtues. Das ist der Unterschied zwischen Kirchenaktivitäten und Tugenden. So, let us stand up and finish this long talk with a prayer. Stehen wir auf und wollen zusammen beten.